Laut einem Bericht der UNO hat die Türkei europaweit am meisten Wälder und Grünflächen geschaffen. Weltweit platzierte sich die Türkei damit gar auf Platz 6. Der Bericht bewertet den Zustand der Wälder, ihre Bedingungen und die Bewirtschaftung der letzten 10 Jahre. Die Länder sind angehalten, ihren Waldbestand zu schützen. In jedem Land gibt es Regeln, wann ein Baum gefällt werden darf. Jeder Baum ist geschützt und darf nur mit einer Bewilligung gefällt werden. Dieses Gesetz dient dem Schutz, dass der Waldbestand und die Grünflächen in einem Land mindestens erhalten bleiben. Wird ein Gebäude gebaut oder eine Goldmine freigelegt, und es müssen deshalb Bäume auf dem Grundstück entfernt werden, dann muss jeder Baum an einem anderen Ort wieder ersetzt werden. Denn Bäume reinigen die Luft und binden Kohlenstoff. Dabei entsteht aus Kohlenstoffdioxid wieder Sauerstoff zum Atmen. Je mehr Bäume es gibt, umso mehr saubere Luft zum Atmen wird es geben. Einige Länder wie die Türkei haben deshalb zum Ziel gesetzt, ihre Baumpopulation zu erhöhen. Die Türkei hatte 2000 noch einen Waldflächenanteil von 26,7%, was weit unter dem europäischen Durchschnitt lag. Auf Platz 46 lag die Türkei damals in der Rangliste für Waldflächenanteile. Deshalb hatte die 2003 gewählte türkische Regierung das Ziel gesetzt, bis 2023 den Waldbestand auf über 30% zu erhöhen. Das war neben dem Erhalt der bestehenden Grünflächen eine große Herausforderung für die türkische Regierung. Deshalb werden Bäume, wo es machbar ist, nicht gefällt, sondern mit Großbaumverpflanzungsmaschinen umgepflanzt. Dabei wird die Kohlenstoffaufnahme des Baumes weitergeführt und viel Zeit gespart. Denn ein neu gesetzter Baum braucht Zeit, bis dieser wieder die benötigte Größe hat und die gleiche Menge Kohlenstoff aufnehmen kann. Mit dieser Strategie steckt die Türkei in nur wenigen Jahren in einer globalen Rangliste nach Waldflächen von 46 auf Platz 27 der Welt. Würden weltweit ein Drittel mehr Waldflächen entstehen als bereits vorhanden, dann könnten Bäume 200 Milliarden Tonnen Kohlenstoff speichern. Das könnte 60% des CO2-Ausstoßes reduzieren. Über mehrere Klimastudien werden viele Projekte gestartet. Türkische Bürger können ihre Grundstücke vom Forstamt beratend bewalden lassen und bekommen dafür eine Zahlung von der Regierung. Die Türkei erklärte den 11. November zu einem nationalen Aufforstungstag, an dem die türkische Bevölkerung den Forstwarten in allen Gebieten der Türkei unter die Arme greift. Gemeinsam pflanzen türkische Bürger an diesem Tag, unter der Leitung von Forstbeamten, Bäume in allen Regionen der Türkei. Diesem Beispiel folgten über 25 weitere Länder. Damit geht die Türkei auch im Kampf gegen den Klimawandel der Welt als Beispiel voran.